Hallo und willkommen zurück zu Folge 2 von Blues and Bullets. Wir sind in der Villa von Al Capone und wir zocken direkt weiter und schauen jetzt, was wir alles machen können. Bin sehr gespannt. So, wir können uns hier noch ein paar Sachen anschauen. Jetzt denke ich mal, wird das Spiel ein bisschen ruhiger. Wir sehen, wir sind immer noch leicht angetrunken. Dafür haben wir uns hier den Weg aber super freigeschossen. Das ist ein Foto von Al Capone. Hier zur Tür. Können wir nicht. Wir sehen immer, dass dieses Auge immer erst groß wird, wenn wir direkt davor stehen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. So ein bisschen wie Book of Unwritten Tales. Da sieht man es ja auch nicht unbedingt, wo man jetzt interaktiv handeln kann. Nach vorne können wir uns noch ein Foto anschauen. Machen wir natürlich. Wir sehen hier, dass auch der härteste Mafia-Boss Familie hat. Und Sachen, die ihm am Herzen liegen. Das kennt man ja auch. Filme wie die Mafia und so weiter. So, wir öffnen die Tür. Ich bin bereit für eine Schießerei oder sonst irgendwas. Und der sieht doch richtig fies aus, der Wichser. Entschuldigung. Have any last words? You come into my house? Scheiße. Your doorman was kind enough to let me in. You kill my men. You killed my friends. Would you kill an unarmed man? You? Eliot Ness? That Eliot Ness is dead. You killed him yourself. Papa! Oh yeah. Vittorio! Are you gonna kill me in front of my son? That stain right there is all that's left of D'Annunzio, one of my best men. I told him to take care of the butcher on East Main, one of the jerks who've been screwing with me for months. We had to make an example of him. Send a message to the other storekeepers. D'Annunzio ripped out his guts and hung him up with the merchandise, but he did it while the butcher's daughter was watching. Fucking D'Annunzio. There are lines that cannot be crossed. We have to protect the innocence of children. Keep them far, far away from certain experiences. Tell him to go. Vittorio stays. He's my son, not a storekeeper's child. If his father dies, at least let him know who to take his revenge on. But that's not gonna happen. Look, Vittorio. His hand's shaking. Weil besoffen sind. Booze turns men into cowards. You'll be like your father. Never drink. It's funny, huh? The White Knight of the Volstead Act gets liquored up to kill the king of bootleg booze. Relax, son. Nobody's going to kill anybody. Ja. I'd love to introduce you to a girl your age, Vittorio. Her name is Claire Dockers, and she sings like an angel. You two would get along. 2 days ago, Claire's father caught up with yours in a warehouse. Your father was hitting innocent people, and that's not right. He told him to stop, but your father ignored him and pulled out a gun to shoot him. Claire's father was quicker. He drew his gun first and fired, but the bullet jammed. Your father killed Claire's father, in cold blood. He kicked him in the face so many times not even Claire herself would have recognized him. You'll never prove I killed Dockers. I know, and that's why I'm here. But now I know I'm better than you. Your father is a murderer, and Claire hasn't stopped crying these last 2 days, all because of him. Never forget that, Vittorio. Oh, fuck. Hold it! Let him go. Run, Ness, and forget I exist, or I'll have to report what you just did. And I do have witnesses. You hear me, Ness? Okay. Zurück in der Gegenwart. Was ist das? Der Grund, warum wir ihm helfen werden? Weil er uns da quasi immer noch in der Hand hat?
That's some first-class pie. Appreciate it. Thank you, sir. My car is parked outside. If you could join me as soon as possible, I'll be doubly grateful. Gentlemen, I'm closing up. Time to move along. So early? What are you talking about, Ness? Are you serious? Ja. Wir müssen leider schließen, weil wir lügen. My nephew's sick and my sister Och needs nee. me. I'm sorry. Ah, what a pussy. Nurse Ness to the rescue. That's a laugh. Ach, halt die Fresse. Spucken. Warum hast du nicht drauf gespuckt? Wir hätten unsere eigene Soße drauf machen können. Okay, das war ein bisschen eklig gerade. Okay, ich gebe es zu. Also mit Soße meint ich Spucke. So. Mit roter Krawatte geht's los. Verlassen Sie das Lokal. I should have loaded it into Docker's gun and shot Capone. Maybe it would have jammed again. But one way or another it would all be over. I should have loaded it into Achso, Docker's okay, gun ja, and ich shot dachte, wir könnten dann Capone. nochmal... Ja, dann wäre alles vorbei und alle wäre jetzt gut. Quatsch, es wäre überhaupt nichts gut, du Idiot. Hättest nur jemanden erschossen vor seinem eigenen Sohn. Können wir sonst noch irgendwas mitnehmen? Vielleicht nochmal eine Tasse Kaffee auf? Vielleicht in der Zeitung mal schauen? Vielleicht steht hier was über die Entführung. Er ermordet die eigene Familie und flieht. Heute Morgen hat Osmond Burke, verurteilter Vergewaltiger aus Vermont und Sohn des reichen Unternehmensinhabers Jebediah Burke, seine Familie getötet. Das sieht nach einer Affekthandlung aus. Jebediah, wer nennt seinen Sohn denn Jebediah? Also bitte. Ich will jetzt nicht in jeder Folge über die Simpsons reden, aber Jebediah hat da ja auch eine Rolle gespielt. Wir können hier mal im Automaten nachschauen. Crespo's, drink Crespo's in bottles. Hernan Crespo. Guter Fußballer früher gewesen. So, was können wir hier sonst noch machen? Hat wieder seinen Scheiß hier stehen lassen. Achso, nee. Suck it, Ness. Blas mir doch ein. Naja, ob man das unbedingt als Blas mir doch ein übersetzen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Mal schauen, was die Kunden hier sonst noch so hinterlassen haben. Da liegt was auf dem Boden. Es scheint aber nur eine Serviette zu sein. So, wir schauen natürlich, können wir hier nochmal... Ne, da können wir nicht schauen. Dann schauen wir mal in der Jukebox. Dann können wir jetzt ein bisschen tanzen, so wie... Na, wie hieß die Serie? Komm gerade nicht drauf. So, da haben sie diese Kinder gesehen. Das ist die Wand aller vermissten Mädchen. Und Jungs natürlich. Und dann gehen wir jetzt raus. Und gehen zu diesem vertrauenswürdigen, netten Blaubeerkuchenesser ins Auto. Blues and Bullets. Food to dine for. Oh, Wortspiel, Wortspiel. Food to dine for. Ein kleiner Scherzkeks steckt hier in unserem Eliot. Schauen mal, können wir uns sonst noch irgendwas anschauen? Wir wollen hier ja nichts verpassen. Irgendwas mit einem Stranger. Ich kann es aber nicht genau erkennen. Die Jungs da hinten, die wippen nur hin und her und unterhalten sich. Wir können uns Eliot ja mal von vorne anschauen. Er kann uns noch weiter vor. Können wir nicht. Dann gehen wir mal zu Mike Tyson. At last, Mr. Ness. Please get in. Falle? Naja, ob es noch... Quatsch, Falle wird es nicht sein. Was soll schon passieren, außer dass wir draufgehen? Die Identität, die kennen wir ja eigentlich. Zielort wird das Gefängnis sein. Würde ich jetzt einfach mal sagen, der Never Follow a Stranger steht übrigens hinten drauf. Eigentlich alles 3 blöde Fragen. Ich weiß nicht, welche man nehmen soll. Wie gesagt, Falle finde ich am blödesten eigentlich. Dann fragen wir mal nach dem Zielort. Where are we going? A place that's a little too fancy for a guy like you. But if it's any consolation, it's way too fancy for me. Please get in. I can't afford for you to catch a cold. Och, er macht sich Sorgen um uns. So nett von ihm. Never follow a stranger. Und wir tun es trotzdem. Wieder besseren Wissens quasi. Aber was soll man machen? Wenn wir es nicht tun würden, wäre das Spiel jetzt vorbei. Das wollen wir ja nicht. Gerade, ich glaube, diese Actionsequenzen sind cooler gemacht als in den Telltale Games. Die waren ja meistens ein bisschen schwach auf der Brust.
Diese Quicktime-Events haben mir eigentlich immer Spaß gemacht. War eine gute Abwechslung und wenn jetzt hier die Story tatsächlich auch noch gut in Fahrt kommt, dann kann das ein richtig geiles Spiel werden. Bislang bin ich auf jeden Fall, sagen wir mal, zu 3/4 überzeugt. Aber jetzt muss die Story auch langsamer passen und vor allem muss das System, dass wir Hinweise finden und zusammenführen müssen, auf Personen zurückführen müssen, das System muss passen. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich denke mal, da werden wir uns jetzt langsam hinspielen. Wir sehen schon, hier sind deutlich mehr Farbeffekte. Und leider wird es jetzt dunkel. Aber da sind wir ja schon wieder. In der Seilbahn. Hallo, geht zur Seilbahn. Na, das machen wir natürlich nicht. Wir wollen erstmal hier mit allen Leuten reden. Beziehungsweise wir dürfen nicht mit den Leuten reden. Wir kommen eigentlich nirgendwo hin. Maskenball Venice, Venedig. Was steht da drunter? Das kann ich nicht lesen. Gut, wenn wir jetzt natürlich immer weiter weggehen, wird es auch schwieriger. Wo können wir denn hier überhaupt was machen? Ich möchte jetzt eigentlich ungern gleich immer dorthin laufen, wo das Spiel es uns sagt. Aber vielleicht können wir es ja doch mal... Ah, da können wir schauen. Okay, dann schauen. Ah, wir können den Frauen auf den Hintern schauen. Ist das nicht schön? Ah, Tätowierungen. Ein Fisch und eine Rose. Oder eine Blume zumindest. Oder war das ein Drache? Ich will es nochmal sehen. Geh nochmal hin. Nee, ist so ein Karpfen, irgendwie ein Carpador. Ein Carpador und Carpador hat Platscher benutzt. Passt sicherlich Pokémon-mäßig richtig gut in die Stimmung rein. Es tut mir sehr leid, dass ich das ruiniere. So, da sehen wir auch schon, Leute haben alle diese Masken auf, aber das finde ich sehr geil. Karneval in Venedig muss generell was Cooles sein. Ah, die Hindenburg. Her forced landing in New Jersey almost cost the lives of over 100 passengers. Ja, die Bilder kennt jeder, denke ich mal, hat jeder schon mal gesehen, wenn nicht im Geschichtsunterricht, dann doch irgendwo mal im Fernsehen. Nearly a fireball in midair. It would have burned down half the city. Tja, man sollte halt so ein Ding nicht unbedingt mit Helium füllen. Aber das wusste man damals noch nicht. Wir schauen uns mal diese Masken an. So ein bisschen aus wie ein langgezogenes Affengesicht. Planet of the Apes. Da ist The Station. Jetzt können wir uns mal anschauen, vielleicht was da drunter steht. Ach, ich sehe es wieder nicht. Ups. Geht's noch? Können wir helfen? Also die Steuerung ist ein bisschen krakelig, würde ich es mal nennen. Wieso können wir ihm denn nicht helfen? Ist doch voll unfreundlich. Guck mal, wie der leidet. Der wird entlassen, wenn wir ihm nicht helfen. Können wir aber nichts machen. Ich dachte, wir wären jetzt mal freundlich. Da geben wir jemanden, der mit dem Messer in unserem Lokal rumhockt, Geld, damit es ihm gut geht, aber dem helfen wir nicht. The visionary who transformed the Hindenburg into the monument to aeronautical luxury it is today. Mhm. Above the clouds. Ah, cool. Dann sind wir also quasi genau in der Zeit jetzt, wenn die Hindenburg unterwegs ist. Da können wir uns nochmal eine Cola ziehen, also eine Crespo. Mal schauen, da ist Mike Tyson. Ob wir uns aber sonst noch was anschauen können oder müssen wir uns hier anstellen? Nee, wir dürfen natürlich einfach so rein. Wir sind natürlich ein Ehrengast. Guten Tag, my Lord. Okay, let's go. Ein bisschen schade, dass man so wenig mit den Leuten da reden kann. So wenig sonst entdecken kann. Und jetzt geht's hoch. Gespannt, was kommt und was und wer auf uns wartet. Uns mit ihm unterhalten. Wäre ganz interessant, jetzt nochmal so ein paar Details rauszuquetschen. Mit unseren verbalen Skills. Da liegt was auf dem Boden, du hast was fallen lassen. Scared of heights? Since I was a kid, I like to keep my feet on the ground. That makes two of us.
Siehst du, und schon entwickelt sich da eine Liebesstory. Ich glaube gleich. Oh Gott. Nicht nach unten schauen. How high does this thing go? Higher than the clouds. Boah, wie geil. Direkt in die Hindenburg rein. Wie geil ist das denn? Geile Scheiße. So, und jetzt bin ich aber langsam wirklich gespannt. Weiter. Nicht hängen. Weiterspielen. Schon ein bisschen was von James Bond Film gerade. Weiter geht's. Und das ist wohl irgendwie ein Hotel. Krass. Wie krass. Wie geil, mit so einem Glasboden. Oh, ich will hier ein Zimmer mieten. Gehe zum Empfang, das mache ich doch gern. Können wir nach unten schauen? Können wir die Kamera drehen oder sowas? Oh, ich will nach unten schauen. Stell dich mal dahin und schau nach unten. Alter Mike, was ist denn los? Was ist denn los mit dir? Wo sind wir gerade? Ich glaube, wir können ihn ein bisschen verwirren, indem wir im Kreis laufen. Entschuldigung. Alter Mike, was ist denn? Jetzt hör doch mal auf. Immer läuft er mir hinterher, aber es ist echt schade, dass man hier so eingegrenzt wird. Also wir können eigentlich nichts machen. Die Leute... Jetzt geht er mal aus dem Weg, Alter. Können gar nichts machen. Hier vielleicht, da ist noch so ein roter Boden drunter. Können wir hier was machen? Nee, da sehen wir auch gar nichts. Mal schauen. Hier drüben können wir gar nicht hin. Also können wir wirklich immer nur das machen, was uns gesagt wird. Ich hoffe, dass es später bei den Beweisen nicht so, dass es so linear läuft. My name is Susan and I'm glad to be of service. Your name, please? Ich glaube, die wissen eh, dass wir kommen. Von daher können wir auch die Wahrheit sagen. Ness. Eliot Ness. Thank you, Mr. Ness. Nice choice. Sounds genuine. And now, how can I help you? I'm here to see Mr. Capone. Ganz There's genau. no Mr. Capone here, Mr. Ness. Einschüchtern oder anschnauzen finde ich beides nicht besonders. Ja, wir wissen, dass es hier kein Mr. Einschüchtern. Listen, Susan. I know more than 60 aliases for Al Capone, so you have two options. One is to delay my appointment with him until I guess the right one, which he is not going to like. The other is to send me through and earn my eternal gratitude and his. Your call. He's in the presidential suite. Top floor at the end of the red carpet. Thank you, Susan. Have a pleasant stay at the Grand Hindenburg Hotel, Mr. Ness. Dankeschön. So, dann können wir hier mal einen kleinen Your Ausblick hoffentlich attention, rauswerfen. please. The cable car to Santa Esperanza leaves in 3 minutes. Aha, What kind super. of person can afford this kind of luxury? Shit. You think it's going to be a quiet day and suddenly the storm hits you. Ja, das habe ich ja vor kurzem auch mal gelesen, dass oben auf dem Empire State Building, ganz oben auf der Spitze, ich glaube es war das Empire State Building, ich meine, ja, da sollten ja tatsächlich Zeppeline andocken. Das hat man allerdings, was man nicht berechnet hat, dass in der Höhe es so windig ist, dass das nicht funktioniert. Also die Leute hätten da oben aussteigen sollen. Aber das hat man halt nicht mit einkalkuliert, dass es dort oben so windig ist, dass das nicht funktioniert. So, da können wir nochmal schauen. Venice Above the Clouds Masquerade Ball. Deswegen tragen ja alle diese wirklich coolen Masken. Ich weiß nicht, also mir gefällt das immer. Das hat ein bisschen was Gruseliges. Hier gibt es sogar noch ein kleines Kino, wenn ich das richtig sehe. Mal schauen, welche Filme so laufen. Happy Day, Penny's Cabaret und Titus. You can't go in there, sir. They're in rehearsal. Ein Theater. Theater? Shakespeare's Titus Andronicus. They open in a couple of nights. Perhaps Mr. Capone can get you a ticket? Capone? He's at this hotel? Gosh, I'd heard the opposite. Oh je, ich glaube,
glaube, sie wird entlassen. Ja. Ich dachte, wir müssen hier... Wir müssen irgendwo die Treppe hoch. War die andere Richtung. Schauen wir mal. Können wir hier noch was machen? Ah, okay. Ach, das ist einfach nur so rot unterlegt. So, wir sollten auf jeden Fall irgendwie die Treppe hoch und dann zum Ende des Ganges die Präsidentensuite. Gehen Sie doch mal aus dem Weg, stehen wir mal. Da können wir mal. Jetzt können wir nach unten schauen. Bitte, bitte. Bitte guck nach unten. Kamera, dreh dich, du Sau. Oh, wie geil. Wie geil muss das sein? Higher than the clouds. Hammer. Nochmal. Auf, komm. Tut mir leid. Aber das ist einfach so geil. Ich glaube, davon träumt jeder. Ja, jetzt haben wir es aber zweimal gemacht. Das muss jetzt auch reichen. Mal schauen, konnten wir hier drüben noch irgendwas machen? Wie gesagt, keine Indizien zurücklassen. Alles, was uns jetzt vielleicht schon hilft, später den Fall aufzuklären. Vielleicht ist der Täter ja hier. Wer weiß, der hat ja auch so ein komisches Hirschgeweih getragen. Warum nicht hinter einer venezianischen Maske verstecken? Und wir gehen jetzt mal hier hoch. Folgen natürlich dem roten Teppich, nicht dem weißen Kaninchen. Your attention, please. The cable car to Santa Esperanza leaves in 2 minutes. Das hat nur 1 Minute gedauert. Wahrscheinlich haben wir es jetzt getriggert, als wir hier hochgegangen sind. Ah, da sind auch schon Leute. Schauen, wir müssen jetzt wahrscheinlich da den Gang entlang, aber ich versuche natürlich trotzdem mal wieder hier rechts zu gehen und er läuft zack gegen die Mauer, gegen eine unsichtbare Mauer. Egal. Wie gesagt, das ist trotzdem ein bisschen schade, dass das so eingegrenzt ist. Jetzt können wir uns hier nochmal ein paar Familienporträts anschauen. Ryan, owner of Ryan Hotels, the visionary who transformed the Hindenburg into the monument to aeronautical luxury it is today. Derselbe Text wie eben. Naja. Gut. Können wir hier noch schnell einen trinken? Ach nee, das machen wir ja wahrscheinlich nicht mehr. Aber nachdem wir so zielsicher geschossen haben, Feuerwerk oder Gewitter. Eins von beiden. Jetzt klopft er auch noch coole Sprüche. Nee, ist doch ein Feuerwerk. Sieht cool aus. So, wir marschieren hier weiter den Gang entlang. Wen haben wir denn da? Schade, dass wir mit den Leuten so gar nicht interagieren können. Wäre natürlich super. Und hier können wir uns das Feuerwerk komplett anschauen wahrscheinlich. Bei dem Sauwetter ein Feuerwerk ist irgendwie auch merkwürdig. Nostalgie, Optimismus, Zynismus. Wie sind wir denn eigentlich drauf? Den Charakter einzuschätzen ist jetzt eigentlich relativ schwer. Ich denke mal, da wir jetzt ja quasi ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, wir sehen Al Capone wieder, mit dem wir eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen hatten, sind wir mal nostalgisch. Ach, es ging um das Pärchen, okay. Naja. Wir da jetzt unbedingt hätten nostalgisch sein müssen, aber wir sind in der Stimmung, dass wir nostalgisch sein können. Können wir hier, sieht eher aus wie ein Dixie-Klo, ich glaube aber eher, dass wir uns hier schon wieder was ziehen können. Der kriegt gar nicht genug, ist ein Zucker-Junkie hier. Have a Crespo. Come on! Ganz ruhig, ruhig Blut, ruhig Braune. So hat sich Al Capone übrigens immer finanziert, über kaputte Trinkautomaten. Nee, finanziert hat er sich über Alkohol. Und in Zeiten der Prohibition war es ja in Amerika verboten. Das zieht natürlich dann Kriminelle an. Okay, na, wir schauen uns gerade erstmal das Bild an. Hindenburg. So wird mein fabelhaftes fliegendes Wunderwerk diese heidnische Stadt eines Tages im ewigen Feuer verschlingen. Krass. So, zum Aufzug. Aber ich glaube, hier geht es ja dann schon rein zu Al Capone. Dann schaue ich gerade hinten doch nochmal beim Aufzug. Oder müssen wir doch hoch? Na, okay. Entschuldigung. Dann gehen wir doch nochmal zurück. Sehen uns unseren tollen Eliot Ness nochmal von vorne an. Ja, du sexy Kerl, du.
Ja, da sind rote Schuhe, da liegt auch noch ein bisschen Unterwäsche oder sonst irgendwas. Ich glaube, da sollten wir eigentlich nicht stören, aber wir machen es natürlich trotzdem gern. Da ging ordentlich die Post ab. Do not disturb, just married. Naja. Hätten wir trotzdem gern mal reingelunzt, weil bei uns passiert ja wahrscheinlich nicht mehr viel. Und dieser nette Schrank, der dort in der Seite steht, der wird uns jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Dann rufen wir mal den Aufzug. Aufzug, hallo. Aufzüge sind immer gut in Spielen, da passiert selten was. Gerade bei Shootern, wenn du im Aufzug drin bist, bist du immer sicher. Der bleibt nie hängen, es kommen nie Monster rein, es läuft immer prima. Aber wir spielen ja keinen Shooter. Wobei ich immer noch nicht so ganz klar bin, was wir hier genau spielen. Weil bislang ist es es entwickelt sich jetzt langsam. Das Ende der ersten Folge war schon cool. Aber jetzt ist es sehr gemächlich. Wir laufen ein bisschen rum, wir erfahren ein bisschen was. Und jetzt sind wir hier quasi in so einer Kuppel. Das ist tatsächlich ein kleiner Garten. So, können wir mit dem Hausmeister hier, Peter Lustig, können wir mal ansprechen. Hallo. What happened here? Nothing to worry about, my good man. What happens on the Hindenburg stays on the Hindenburg. Aha. Ja, das, ja, das haben wir gelesen. Eine Polizei, glaube ich, brauchen wir nicht mitkommen. Das Gesetz, ja, aber mich würde eher die Moral. How can you work in a place like Ganz genau. this? You don't want to know where I worked before this, my good man. Ja. Are you saying the law doesn't apply here? We're too high up, my good man. The law has always preferred to look down. Das ist allerdings wahr. Dann You sagen wir never es had halt doch noch. problems with the police? Oh, many a one, my good man. In fact, what I'm cleaning up is today's first problem. Boah, da ist aber ordentlich Farbe. Mensch, was verschüttest du auch da in so Farbeimer? Ich meine, schau dir das dann an. Du hast das sogar in die Bäume geschüttet hier. So. Kleine Map vom Funnyland hier. Hindenburg, japanischer Garten. Super, das konnte ich jetzt prima lesen. Ah, wir kriegen so eine Assassin's Creed, ich kletter auf den Turm Nummer. Hätte ich jetzt auch ganz gern bei mir. Aber ich glaube, meine Bude ist etwas zu klein dafür. Da brennt doch was. Das sieht aus wie so ein Riesenrad, ein brennendes Riesenrad, ein brennendes Rad. Es ist auf jeden Fall was Brennendes, was Rundes. So, da sind wir auch wieder ein paar Farbkleckse. Was aber jetzt eher Blätter sind. Was war das? The Amazing Carla. Das sieht doch vertrauenswürdig aus. Auch das Messer, das... Ah, ist Unterhaltung. Na super. Ich dachte, der Trick dabei wäre, so zu tun, als würde man werfen und die im Ärmel zu versenken. Oh. Ernsthaft? Ist der jetzt was passiert? Lass mich doch mal durch, ich will gucken. Geh doch mal weg. Geh doch mal weg. Halt außenrum. Können wir jetzt schauen? Alter Vater. Was war das denn jetzt für eine Szene? Ganz merkwürdig. Mal schauen, wir reden mal mit dem Kerl. Super. Es tut mir leid. Es ist jetzt nicht... Ja, ne? Es tut mir leid. Und sonst können wir hier nichts machen. Ja, da schimmert es doch schon wieder rot. Aber hier kommen wir ja gar nicht hin. Können wir hier sonst irgendwas machen? Hier runtergehen. Ah, diese unsichtbaren Wände sind extrem ätzend. Also haben wir ihn jetzt abgelenkt und der hat ein Messer auf die Frau geworfen. Ist doch wohl ein schlechter Witz. Und dann geht er hin und sagt, es tut mir leid. Und der kratzt sich den Nacken.
Und was uns jetzt hier erwartet, ich denke mal, wir sind jetzt auch bald bei Al Capone. Was uns hier erwartet, das erfahren wir dann in der nächsten Folge von Blues and Bullets. Wir sehen ja, unser Ziel ist, erreiche Capones Suite. Und das werden wir auch jetzt, denke ich mal, gleich erreicht haben. Wir sehen uns dann. Bis gleich.